Hören Sie ein Piepen, Rauschen oder Brummen? Dann gehören Sie vielleicht zu den 4% der Bevölkerung mit einem chronischen Tinnitus. Mein Name ist Dr. Jutta Rose, ich bin Fachärztin für Innere Medizin und heute erzähle ich Ihnen etwas zu dem Symptom Tinnitus. Man unterscheidet einen objektiven Tinnitus, der auch vom Untersucher gehört werden kann, von einem subjektiven Tinnitus, der nur vom Patienten wahrgenommen wird. Zu dem objektiven Tinnitus gehört zum Beispiel ein synchrones Rauschen, das durch Verengungen von Gefäßen entstehen kann, beispielsweise Verengung der Halsschlagader. Und zum objektiven Tinnitus zählt zum Beispiel auch noch ein eher schmatzendes Geräusch, das durch Kontraktion von Muskulatur entstehen kann, wie zum Beispiel dem Musculus stapedius. Der subjektive Tinnitus kann durch Veränderungen im Hörorgan verursacht werden, beispielsweise bei Ohrenschmalz im Gehörgang, bei Entzündungen oder Ergüssen oder durch Medikamente, wie zum Beispiel einem bestimmten Antibiotikum oder einem Entwässerungsmittel. Dann finden sich noch weitere Ursachen außerhalb des Hörorgans, zum Beispiel durch Operationen, Tumoren oder Traumata. Weitere Ursachen können zum Beispiel Systemerkrankungen sein. Hierzu zählen die Multiple Sklerose, ein erhöhter oder erniedrigter Blutdruck, Schilddrüsenerkrankungen oder Erkrankungen der Halswirbelsäule. Außerdem gibt es noch psychische Ursachen, wie zum Beispiel eine Depression oder akustische Halluzinationen. Das primäre Symptom ist ein Ohrgeräusch, das pfeifend, brummend oder pulsierend sein kann. Es kann zu einer Hörminderung oder Hörverstärkung kommen und als Nebeneffekt kann noch eine Angst- oder Schlafstörung auftreten. Initial erfolgt die sogenannte Anamnese, das heißt, der Patient wird zu dem Ohrgeräusch befragt und muss dieses möglichst genau beschreiben. Außerdem werden Vorerkrankungen erfragt und es erfolgt eine HNO-ärztliche Untersuchung. Zur erweiterten Diagnostik gehört ein Hörtest, eine Untersuchung des Ohres auf Luftdruckveränderungen, eine Blutentnahme, um zu schauen, ob eine Infektion vorliegt, eventuell eine Ultraschalluntersuchung, um Gefäßveränderungen zu entdecken und bei konkretem Verdacht eine CT- oder MRI-Untersuchung. Beim objektiven Tinnitus muss die Grunderkrankung behandelt werden. Das heißt also zum Beispiel eine Gefäßverengung oder die entsprechende Muskelkontraktion. Beim subjektiven Tinnitus ist bei sehr geringen Symptomen ein abwartendes Vorgehen gerechtfertigt. Bei größerer Beeinträchtigung und unklarer Ursache erfolgt eine Therapie mit Cortison. Das sorgt für eine Entzündungshemmung, Abschwellung und verbesserte Reizweiterleitung im Ohr. Ansonsten wird natürlich die zugrunde liegende Erkrankung therapiert, beispielsweise mit einer Operation, einem Antibiotikum oder Physiotherapie. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Thema? Dann schreiben Sie uns gerne.